Punkt 6 ist die Flächenhygiene. Nummer 6 ist die Flächendesinfektion. Die Flächendesinfektion ist ganz wichtig, denn alle Oberflächen, die wir in der Praxis haben, müssen desinfiziert werden. Deswegen ist hier bei Punkt 6 gibt es etliche Unterpunkte. Erster Unterpunkt wäre dann die behandlungsnahen Flächen. Wie sind sie zu desinfizieren? Wer macht das? Wann macht das? Mit was macht das? Denkt dran, VAH oder RKI gelistete Desinfektionsmittel. Das nächste, was ihr desinfizieren müsst, sind natürlich eure Arbeitsgeräte. Nicht die Instrumente, sondern die Geräte. Zum Beispiel der Fräser oder die Schaumdose oder der Porzellinbehälter oder Desinfektionsmittelspender. Das alles muss auch desinfiziert werden. Auch wieder, wann machen wir es, wer macht wir es, wie machen wir es, mit was machen wir es. Alles schön aufschreiben. Das könnt ihr jetzt natürlich auch unterteilen, dass ihr sagt, die elektronischen Geräte werden so gereinigt, die Schaumcreme oder Sprühflaschen werden so gereinigt, die Wandspender werden so gereinigt. Das könnt ihr dann für jedes einzeln aufführen. So. Punkt 7. Punkt 7 sind unsere Risikobewertungen. Wir haben die Risikobewertung der Infektion oder Übertragung von Erkrankungen in der Praxis und wir haben die Risikobewertung unserer Instrumente. Also Punkt 7. Die Risikobewertung. Also die Risikobewertung von möglich übertragbaren Erkrankungen, die wir jetzt hier haben in unserer Praxis. Das sind zum Beispiel die Dermatophyten, sowie der Trichophyton rubrum oder die Candida-Pilze. Oder es sind die Papillomaviren, also die humanen Papillomaviren, die Warzenviren. Oder es sind die Eiterreger, meistens sind es die Staphylokokken. Oder die blutübertragbaren Erkrankungen HIV, Hepatitis, whatever. Also die Infektionserreger, die wir in der Praxis haben, ist zu gucken, wie ist der Infektionsweg, zum Beispiel Dermatophyten. Dermatophyten-Übertragungsweg ist Schmierinfektion, also Aerosole, glaube ich, bei Dermatophyten mal wenig. Ist mir jetzt nicht bekannt, also Schmierinfektion. Das heißt, wenn ich jetzt einen Patienten mit Dermatophyten habe, um dieses Risiko bewerten zu können oder das Risiko dann auszuschließen zu können. Also Dermatophyt, welches Risiko habe ich für einen Patient, welches Risiko habe ich für einen Mitarbeiter, wie kann ich dieses Risiko verhindern, vermeiden. Dermatophyt, Patient hat es, das heißt, der ist Träger, wie kriege ich es vom Patienten weg? Ich schicke ihn in die Apotheken und der soll sich dort ein Mittel holen, ich schicke ihn zum Arzt, je nachdem. Risiko für meinen Mitarbeiter, Mitarbeiter muss Schutzhandschuhe, muss Schutzausrüstung tragen, sonst kann er sich ja anstecken. Tut er das nicht, läuft er Gefahr, dass er sich ansteckt. Somit habe ich hier das Risiko schon mal minimiert und die Flächen kann ich nachher desinfizieren, somit verhindere ich dieses Übertragungsrisiko. Also haben wir bei Dermatophyten eigentlich ein geringes Risiko, dass das Ganze übertragen wird. Das könnt ihr dann noch unterteilen, zum Beispiel in Trichophyton rubrum, unser allbeliebter Erreger des Nagelpilzes. Hier sieht es ein bisschen anders aus mit der Übertragung. Denn kommt darauf an, was für einen Fräser ihr habt. Ich habe einen Trockenfräser. Ich fräse den Nagelpilz runter. Wo ist er? Zwar zu 90% im Staubbeutel von meinem Fräsergerät, aber er ist auch in der Luft. Das heißt, Trichophyton rubrum, Risikobeurteilung für ihn. Patient bringt ihn mit. Patient, ja, was will der Patient jetzt eigentlich machen? Mundschutz tragen. Denn wenn ich als Behandler den abschleife, habe ich die Übertragung in der Luft, ebenfalls nicht nur durch Schmierinfektion, sondern auch durch die Aerosole. Somit sollte Patient und Mitarbeiter Mundschutz tragen. Mitarbeiter muss es sowieso, mittlerweile muss es Patient auch, also als Paletti.
Wie verhindere ich dieses Risiko? Indem dass ich hinterher natürlich die ganzen Flächen desinfiziere. Also Übertragungsrisiko von Trichophyton rubrum ist eher auch niedrig. Seid ihr anderer Meinung? Schreibt es mal unten in die Kommentare rein. So, jetzt kommen wir zu den Papillomaviren. Humaner Papillomavirus. Ein ansteckender Virus. Übertragungsweg haben wir hier Schmierinfektion. Wenn ihr die Viren, also die Warzen mit dem Fräser, also mit dem Diamantfräser schön beschleift, habt ihr auch eine Aerosolübertragung. Denn mit dem Fräsen wirbelt ihr das in der ganzen Behandlungsraum rum. Somit haben wir Humaner Papillomaviren. Der Patient hat es, muss natürlich den Mundschutz tragen, um dieses Risiko zu vermindern. Mitarbeiter hat die persönliche Schutzausrüstung, um das Risiko der Ansteckung zu verhindern, und hinterher muss sie die Flächendesinfektion sowieso machen. Also hat er eigentlich auch ein geringes Risiko. Das könnt ihr jetzt mit den ganzen Erregern so weitermachen. So könnt ihr die ganze Risikobewertung für eure übertragbaren Erkrankungen, die ihr in der Praxis habt, die euch schon mal untergekommen sind, eruieren und dann hinterher dann selbst bestimmen, ist es hohes, mittleres, niedriges Risiko. Gut, Risikobewertung für Medizinprodukte. Unsere Instrumente müssen natürlich gemäß der Richtlinien der Deutschen Gesellschaft für Sterilgutversorgung kategorisiert werden. Denn nach dieser Kategorisierung richtet sich dann auch diese Aufbereitung. In der Ausbildung zum Podologen habt ihr natürlich die Aufbereitungskriterien ja alle gelernt. Unkritisch, semikritisch A, semikritisch B, kritisch A, kritisch B. Da gibt es bei der deutschen Sterilgutversorgung diese schönen 2 Tabellen. Die findet ihr auch bei dem Ding da beim Podo Deutschland. Ich verlinke euch die Tabellen hier nochmal. Nach diesen Tabellen könnt ihr eure Instrumente dann kategorisieren und hier steht auch dann drauf, wie die zu sterilisieren sind, zu aufbereiten sind. Finde ich sehr gut, diese 2 Listen. Also ich mache euch den Link unten rein, wo ihr die 2 Listen findet. Bei mir zum Beispiel ist es so, dass das Gesundheitsamt bei mir bestanden hat drauf, dass meine kompletten Instrumente kritisch B sind. Das hat mein Gesundheitsamt so entschieden. Gut. Semikritisch B sind zum Beispiel meine Handschuhe im Mundschutz. Also das sind Einwegprodukte, die kommen sowieso fort. Aber wie gesagt, die ganzen Instrumente hat mein Gesundheitsamt entschieden, muss ich semikritisch B aufbereiten. Das heißt, alles sterilisieren. Höchste Hygienestufe. Mit den Instrumenten kommen wir zum Punkt 8 der Instrumentenhygiene. Die Instrumentenhygiene müsst ihr nach den Kriterien der unkritisch, semikritisch, kritisch machen. Das heißt, ihr müsst hier alles aufführen, was ihr in der Praxis mit was macht. Zum Beispiel, was macht ihr mit Einwegprodukten? Wir benutzen sie einmal, schmeißen sie dann fort. Handschuhe, Mundschutz, einmal Schürze, Häubchen. Ja, was Oskar anhat, das gehört normalerweise, ist Einwegprodukt, einmal benutzt, fort. Keine Handschuhe werden ausgewaschen und auf die Wäscheleine gehängt. Kein Mundschutz wandert in den Autoklaven. Gut, wir haben vor ein paar Jahren mit Corona, letztes Jahr war das sogar, die Mundschutze aufbereiten dürfen. Macht das bitte nicht mehr. Es ist genug vorhanden, das war nur deswegen, weil eben Mundschutz rar war. Aber mittlerweile ist alles wieder in ausreichender Menge hier, somit Einwegprodukte nur einmal benutzen. Auf jeder Packung von einem Einwegprodukt steht dieses Zeichen. Dieses Zeichen, eine 2 durchgestrichen, heißt nicht zweimal verwenden. Darunter fallen auch die Klingen, Kanülen, Mediklingen, Hohlmeißelklingen, alles was irgendwie Einweg ist.
Also Handschuhe, Mundschutz, Klingen, alles fällt darunter, das kommt in den Müll. Es wird nicht mehr aufbereitet oder benutzt. Ein zweites Mal. Dann noch die Anforderung an die Instrumente, die mehrfach gebraucht werden. Die Instrumente müssen natürlich dann in die ganze Instrumentendesinfektion, Instrumentenaufbereitung, das Ganze müsst ihr hier beschreiben. Das heißt, die manuelle Instrumentendesinfektion mit der Lösung und Einlegen. Und wenn ihr das Produkt hinschreibt, schreibt bitte Einwirkzeit nach Herstellerangabe. Nicht Einwirkzeit für HIV so und so viel, für Rotavirus so viel, für normale Desinfektion so und so viel. Spart euch das Ganze, schreibt rein, Einwirkzeit nach Herstellerangabe. Erspart euch viel Schreibarbeit. Der Hygieneplan ist viel Schreibarbeit. Aber ihr müsst ihn einmal erstellen und dann habt ihr ihn immer für eure Praxis und ihr müsst ihn nur einmal im Jahr dann aufarbeiten und das Ganze nochmal erweitern, ändern, je nachdem. So, Instrumentendesinfektion ist zu machen, dann die manuelle Reinigung, Wartung und Pflege der Instrumente. Auch das ist im Hygieneplan festzuhalten. Wenn Zangen quietschen, dann müssen die geschmiert werden. Mit was werden sie geschmiert? Wann werden sie geschmiert? Wie viel werden sie geschmiert? Denn wenn man ein Instrument mit ganz viel Öl oben im Gelenk versorgt und das Ganze dann durch den Autoklaven jagt, was passiert dann? Genau, die Membran der Folie weicht sich mit Öl ein, somit ist die nicht mehr steril und ihr könnt das Instrument gleich nochmal durch die ganze Hygienestraße jagen. Also immer darauf achten. Dann noch die Sterilisation, die Verpackung vor der Sterilisation ist zu erwähnen. Welche Sterilisation ihr habt. Für Fußpfleger ist es nicht zwingend erforderlich, dass sie einen Autoklaven haben, aber es ist wünschenswert. Muss ich euch ganz ehrlich sagen, ich halte nichts mehr vom Dampfsterilisator oder nur von Desinfizieren in der Instrumentenwanne. Für das haben die Fußpfleger und die Podologen zu infektiöses Material, was sie den Nachpatienten dann anstecken könnten. Also ich wäre auch dafür, bei den Fußpflegern mindestens einen Autoklaven zu haben. Also eine Hygienestraße. So, dann die Entnahme der Instrumente aus dem Gerät und auch die Dokumentation der ganzen Sterilisation muss auch im Hygieneplan formuliert werden. Und was passiert bei Stromausfall, wenn der Autoklav jetzt vor dem Stromausfall hat? Meiner hat ein Sicherungsprogramm, das heißt, wenn der Strom ausfällt und der Strom dann wieder kommt, dann sagt er, hey, Stromausfall, das Ganze ist nicht durchlaufen, komm, mach die Tür auf, starte das Ganze von neuem. So, und dann kommt noch dazu die Handhabung und Lagerung des ganzen Sterilgutes. Wir in der Podologie haben ja diese Tüten oder solche Trays, je nachdem, die müssen ja mit der Chargennummer, mit dem Datum, wo sie sterilisiert worden sind, gegebenenfalls mit dem Ablaufdatum, das muss ja alles dann draufstehen. Das alles hier festhalten. Natürlich müssen die ganzen Instrumente, die steril sind, Staub, Temperatur, UV, Feuchtigkeits- und vor mechanischer Beanspruchung geschützt gelagert werden. Am besten in einer ausreichend großen Schublade. So, unsterile Utensilien, was ist mit denen zu machen? Die sind auch noch zu berücksichtigen. Zum Beispiel Porzellintupfer sind unsteril. Die Tamponaden, sofern man nicht jedes Stück sterilisiert hat, sind unsteril. Verbandsmaterial, so Metapflaster, unsteril. Fixomol, unsteril. Ich habe sterile Wundauflagen. Das ist das Minimum, was jeder haben sollte in der Praxis. Einzeln abgepackte sterile Wundauflagen. Denn so habt ihr das Minimum. Denn so habt ihr die Ansteckung einer Wunde, falls jetzt eine da ist, durch ein verunreinigtes, unsteriles Wundtupfer wieder verhindert, indem ihr sterile Wundauflagen habt. Also die sollte jeder haben. Fußpfleger wie Podologen.
In den anderen Praxen glaube ich wohl kaum, dass das Verletzungsrisiko so hoch ist. Gut, danach kommt natürlich, wenn wir jetzt die ganze Lagerung haben, wir benutzen die Instrumente ja auch, und Öffnung des Sterilgutes. Wir haben Peel-Off-Beutel. Das heißt, diese Beutel müssen geöffnet werden, indem dass man oben das anzieht und auseinanderzieht. Habt ihr alle in der Schule gelernt, das Durchstechen der Folie ist eigentlich nicht erlaubt. Die Trays werden natürlich auf die dafür vorgesehenen Henkel dann aufgemacht. So, dann noch die Prüfung des Sterilisationsgerätes. Jedes Sterilisationsgerät oder andere Gerät in der Praxis sollte validiert werden, mindestens einmal im Jahr. Beim Autoklaven ist es so, dass eher, wie war das noch, waren es 2.000 oder 5.000 Chargen? Ne, 2.000 Chargen, spätestens alle 2 Jahre. Ich lasse meinen Autoklaven jährlich überprüfen, unabhängig von der Chargenzahl. Dann noch die restlichen elektrischen Geräte, auch die gehören überprüft und validiert. Auch das soll hier reingeschrieben werden, wer sie zu überprüfen hat. Bei der technischen Prüfung haben wir sogar eine DIN-Nummer hier drinnen, die DIN EN 13060. Ich habe es euch hier aufgeführt, was das ist. Das heißt, eine befähigte Person soll nach Herstellerangabe das Ganze machen. Das heißt, wir müssen uns eine Firma holen, die uns das Ganze macht. Danach können wir auch selber Prüfungen im Autoklaven übernehmen. Das sind einmal die Streifen, was man reinlegt, damit dass man weiß, welche Temperatur oder ob das Gerät die richtige Temperatur erreicht hat. Dann gibt es auch noch den Bobby-Dick-Test. Auch diesen kann man reinmachen zur regelmäßigen Überprüfung. Das soll alles hier dokumentiert werden, ob ihr das macht, wann es gemacht wird, wer es macht und das Produkt dazu. Die mikrobiologische Untersuchung sollte auch mindestens einmal im Jahr gemacht werden. Das heißt, ihr sucht euch ein Labor in eurer Nähe, fragt die an, ob sie euch ein Sporenpäckchen zuschicken kann. Dies jagt ihr einfach dann durch den Autoklaven durch und dann schickt ihr das wieder ins Labor und dann kriegt ihr dann den Befund, ja, alles negativ oder nee, positiv, das Ding funktioniert nicht. Wir müssen den Autoklaven regelmäßig auf das Ganze kontrollieren. Was ihr dann in den Hygieneplan noch reinmachen könnt, ist eine Liste der Firmen, die euch die ganzen Instrumente, die ganzen Geräte warten und validieren. Das ist auch praktisch, da hat man das Ganze schön im Überblick. Wir kommen jetzt zu Punkt 9. Behandlung am Patienten. Wir haben jetzt Punkt 9, Behandlung am Patienten. Das heißt, hier wird in groben Stichpunkten den Mitarbeitern mitgeteilt, was sie denn zu machen haben. Das heißt, vor Beginn der Behandlung ist das zu machen. Die Hände sind dann und dann hygienisch zu reinigen und zu desinfizieren. Es ist alles am Platz hinzuräumen, was man für die Patientenbehandlung braucht. Für Eingriffe, die jetzt aseptisch sein sollten, ist das und das zu erledigen. Direkt nach Beendigung der Behandlung ist das und das zu machen. Nachdem der Patient den Behandlungsraum verlassen hat, ist das und das zu machen. Mit dem und dem. Und wenn ihr jetzt irgendetwas angewendet habt, so wie Desinfektionsmittel, ist hier das Mittel auch zu benennen. Einwirkzeit, wie gesagt, nach Herstellerangabe. Nächster Punkt, Punkt 10. Wäschehygiene. Gut, meine Freunde der Füße, ich habe schon trockenen Hals. Also, hat euch dieses Video gefallen, lasst mir einen Daumen nach oben hier, abonnieren nicht vergessen, die Glocke klicken, damit ihr keins von den neuen Videos mehr verpasst. Und wir sehen uns im nächsten Video. Eure Podologin Andrea. Tschüss.